Herzlich willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Bevor wir in dieses Video heute hineinstarten, eine kurze Information zu meinem letzten Video. Sie wissen schon, 70 Länder und ihre Polizeidiensthunde, da ist mir ein Hoppala geschehen. Bei der Bearbeitung des Rohvideos habe ich die Länder, in welchen diverse Rassen als Polizeidiensthunde eingesetzt werden, zum Schluss der Bearbeitung eingetragen. Dabei habe ich mir etwas leichter getan. Und genau dabei sind mir einige Länder bei wenigen Rassen abhanden gekommen. Fehlen also. Ich habe bei manchen Hunderassen zu wenig Länder dazu geschrieben. Ich bitte Sie bezüglich dieses Missgeschicks um Verzeihung, aber es soll nichts Schlimmeres geschehen. Hätten wir das auch besprochen. Nun zum heutigen Video, und das ist ein ziemlich ernstes. Eine schreckliche Tragödie rund um einen American Bully XL im deutschen Lohne fegt zurzeit durch die Nachrichtenlandschaft. Doch so wie uns das die Medienkörper servieren, geht sich das alles nicht wirklich für mich aus. Und genau darüber möchte ich heute sprechen. Also, bis gleich. Nun, bevor ich in die Details dieser tragischen Begebenheit eintauche, möchte ich an dieser Stelle unbedingt betonen, wie sehr mir diese Tragödie leid tut. Mein aufrichtiges Beileid gilt den Angehörigen des Verstorbenen. Ja. In diesem Video werde ich die mediale Berichterstattung kritisch hinterfragen, da sie in meinen Augen zu diesem Thema stellenweise sehr seltsam erscheint. Dabei ist mir wichtig, nichts zu verharmlosen, sondern vielmehr offene Fragen aufzuwerfen und die Situation aus einer neutralen Perspektive zu beleuchten. Hier geht es mir darum, dieses Ereignis differenziert zu betrachten und dabei weder Partei für den Hund noch gegen ihn zu ergreifen. Na, vielmehr möchte ich mit Ihnen einen offenen Blick auf diese komplexe, schreckliche Situation mit einem toten Menschen werfen. Ja. Am 8. Jänner 2026 meldete eine Passantin um etwa 13:15 Uhr der Polizei einen regungslosen Mann liegend in einem Graben, neben dem ein Hund saß. Notarzt und Rettungsdienst trafen zuerst ein, konnten sich der regungslosen Person aber nicht nähern, da sie vom Hund bewacht wurde und dieser Hund den Rettungsdienst mehr oder weniger bedrohte. Auch die danach eintreffende Polizei schaffte es nicht, den Hund von diesem Mann zu entfernen, ohne sich in ernste Gefahr zu begeben, kann man lesen. Beamten verständigten darauf eine Bekannte dieses regungslosen Mannes, welche den Hund dann anleinen und entfernen konnte. Kurz danach wurde noch vor Ort der Tod des Mannes festgestellt, der der Besitzer des Hundes war, welcher ihn bewacht hat. Am 12. Jänner 2026 wurde der Verstorbene dann obduziert. Die Todesursache war ja bis dahin noch unbekannt. Nach Untersuchung des Toten gehen Beamten nun davon aus, dass der Besitzer des Hundes durch selbigen zu Tode kam. Das Verletzungsbild deutet auf eine Auseinandersetzung zwischen dem Mann und seinem Hund hin. Die genauen Umstände des Vorfalls seien aber weiter unklar und Teil der Ermittlungen. Der Hund ist aktuell in einer Tierschutzeinrichtung untergebracht. Ja, verdammte Scheiße, habe ich mir gedacht, als ich von diesem Vorfall gelesen habe. Ich habe Artikel von mindestens 10 verschiedenen Medienkörpern über diese schreckliche Tragödie gelesen und alle sprechen dieselbe Sprache, und zwar eine, die ich nicht ganz verstehen kann. Ganz sicher haben sich das auch schon einige von Ihnen gedacht, dass da irgendetwas nicht zusammenpasst. Doch zuerst mal sehe ich mich gezwungen, zum wiederholten Male die Qualität des Nachrichtenjournalismus zu kritisieren, denn alle Medien, welche von diesem Fall berichten,
lügen Sie schon in der Überschrift Ihrer Schlagzeilen an. Warum? Nun, das sage ich Ihnen. Das Originalbild des Hundes, der neben seinem toten Besitzer wacht, das zeigt uns einen American Bully XL und keinen American Bulldog, wie alle Medienkörper ausnahmslos berichten. Ich sage Ihnen was, es wird mir immer ein Rätsel bleiben, wie Medienverantwortliche es zulassen können, dass ihre Journalisten wiederholt Falschinformationen verbreiten. Ich meine, die haben teilweise ein Millionenpublikum, das sie damit verarschen. Ja? Stümperhafte Recherchen, schnell mal abgeschrieben und rausgehauen. Und das soll Nachrichtenjournalismus sein für erwachsene Menschen? Na, ich habe schon mal gesagt, hätte ich damals als Reaktorenbediener in der Chemie genauso schlampig gearbeitet, wie das viele Schreiberlinge tun, liebe Zuseher, der ganze Bezirk wäre uns um die Ohren geflogen. Das kann ich Ihnen garantieren. Ich habe Kommentare zu diesem Vorfall gelesen, in welchen Bekannte des Verstorbenen davon schrieben, er und sein Hund wären ein Herz und eine Seele gewesen. Auch die Nachrichten schreiben davon, der Hund war bis dato völlig unauffällig. Obwohl er über seinen toten Besitzer wachte, den Zutritt Fremder damit verhinderte, liest man auch davon, dass der Hund generell zwar aufmerksames, aber ruhiges Verhalten zeigte. Mit Sicherheit ging es diesem Hund in diesem Moment psychisch nicht gut, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Ja. Aber er war weit von völlig aufgetreten nach vorne marschieren entfernt, wenn Sie verstehen, was ich meine. Außerdem fiel mir Folgendes auf. Da war nirgends Blut zu sehen, obwohl eine Person in den Kommentaren auf leichte Rotverfärbung der Läufe des Hundes hingewiesen hat. Ja. Die Obduktion, die sagt, der Mann ist seinen schweren Gesichtsverletzungen durch die Bisse des Hundes erlegen. Doch das geht sich alles für mich nicht aus. Ist ein American Bully XL dazu fähig, einen erwachsenen Mann, in diesem Fall 33 Jahre alt, zu töten? Ohne Zweifel. Also, ich bin selbst kein Kind von Traurigkeit, glauben Sie mir, aber hätte ich mit bloßen Händen eine Chance gegen einen kräftigen American Bully XL mit Tötungsabsicht? Na, nur eine äußerst geringe, und sie auch, egal wie gut sie sind. Doch das Ganze würde dauern und ist mit Sicherheit keine saubere Geschichte. Meine Kleidung wäre zerfetzt, zerrissen und stark blutbefleckt, ganz sicher, und der Hund wäre von Maul weg über die Brust rot gefärbt. Doch Blut verschwindet nicht binnen Stunden vom Fell eines Hundes. Nach solch einem Kampf auf Leben und Tod ist ein Hund im Normalfall voll gepumpt mit Adrenalin, das rinnt ihm bei den Ohren raus. Ja. Da braucht es einiges an Zeit, damit der Hund wieder auf einem psychisch halbwegs normalen Level zurückkommt. Ja. Wenn es tatsächlich, und das streite ich ja nicht ab, wenn es tatsächlich so vorgefallen ist, dass der Hund seinen Besitzer getötet hat, dann muss das unweigerlich Stunden vor seinem Auffinden geschehen sein und der Verstorbene kurz nach der Attacke seines Hundes einen Herzstillstand erlitten haben. Ich kann mir das nicht anders vorstellen. Kein Blut am Hund, keine zerrissene Kleidung, laut Medien keine Abwehrspuren am Verstorbenen. Das alles spricht für Bisse post mortem. Ja. Haben Sie schon mal gesehen, wie unterschiedlich Hunde reagieren, wenn ihre Besitzer plötzlich bewusstlos umfallen? Haben Sie das schon mal gesehen? Das sind die unterschiedlichsten Reaktionen zu erwarten. Der Großteil aller Hunde befindet sich in solchen Momenten im völlig verstörten psychischen Ausnahmezustand, und es kann auch oder sagen wir so, haben Sie schon mal davon gehört, dass Hunde versucht haben, ihre plötzlich umgefallenen Besitzer durch verzweifelte Bisse in ihrem
vertrauten Normalzustand, also in den für die Hunde vertrauten Normalzustand zurückzuholen, haben Sie noch nie von dem gehört. Das ist tatsächlich schon geschehen, ja, und bewegt sich im zu erwartenden Reaktionsspektrum eines Hundes. Also das ist nichts Außergewöhnliches, dass ein Hund in solch einem Fall auf diese Art und Weise reagiert. Ja. Es wundert mich wirklich, das ist Tatsache, es wundert mich, dass noch nirgends in der Medienlandschaft zu lesen war, dass die Möglichkeit besteht, der Hundebesitzer könnte einen Herzstillstand erlitten haben und umgefallen sein. Ja. Wonach sein völlig verstörter Hund nach einiger Zeit damit begann, ihn durch Bisse ins Gesicht wieder in die Normalität, die der Hund versuchte herzustellen, zurückzuholen. Hört sich verrückt an, meinen Sie? Ja. Das ist mit Sicherheit nicht zu weit hergeholt. Mit Sicherheit nicht. Und jedem Hundekenner wird das einleuchten. Jeder Hundekenner weiß, dass sich das so zugetragen haben kann. Ja, nur Menschen, die absolut keine Ahnung von Hunden haben, werden diese Möglichkeit als nichtig erklären. Davon bin ich überzeugt. Wenn Sie von einem Hund mit Tötungsabsicht attackiert werden, liebe Zuseher, dann glaubt Ihre Kleidung dran. Ganz sicher, dann ist es laut, schmutzig und blutig. Und im Normalfall für Rettungskräfte, welche ja Profis darstellen, in diesem Moment ja auch als Tötung ausgehend von einem Tier zu erkennen. Also davon bin ich absolut überzeugt. Und die meisten von Ihnen höchstwahrscheinlich auch. Ja. Und nicht erst 4 Tage später bei einer Obduktion. Ja. Ja. Bevor ich das Video beende, möchte ich noch einmal betonen, wie sehr mir diese Tragödie leid tut und mein Mitgefühl den Angehörigen gilt. Es ist mir jedoch auch ein Anliegen, darauf hinzuweisen, dass bei tragischen Vorfällen, an denen Hunde beteiligt sind, die zuständigen Behörden sorgfältig und objektiv arbeiten sollten. Denn oft wird der Hund vorschnell verurteilt, ohne dass alle Hintergründe vollständig geklärt sind. Und das kann dann nicht nur zu ungerechten Konsequenzen für den Hund führen, sondern auch zu einer verzerrten Wahrnehmung in der Öffentlichkeit. Und ich glaube oder ich empfinde es so, dass auch ein Hund so etwas nicht verdient hat. Nochmal, ich möchte in diesem Video den Vorfall nicht verharmlosen, das habe ich schon zu Beginn des Videos gesagt, und ich bestreite auch nicht, dass das Ganze so geschehen ist, wie es berichtet wird, aber es ist eine seltsame Geschichte. Also da passt vieles nicht zusammen und ich bin neugierig, ob es da in nächster Zeit noch neue Erkenntnisse zu diesem Fall geben wird und darüber berichtet wird. Ja, es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen, und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Und das war's schon wieder.